Wir sind heute auf der Holzhandwerk mit dem Max und wir schauen uns Folgendes an. Dieser Schlagschrauber ist so leise, wie noch nie ein Schlagschrauber von Milwaukee war. Warum das so ist, wie leise er wirklich ist, das schauen wir uns heute mal an. Max, wir haben hier einen Schlagschrauber und der soll leise sein, irgendwas passt hier nicht. Genau, wir haben dir heute den neuen M18 FID RQ mitgebracht. Praktisch einen sehr leisen Schlagschrauber. Gerade hier habe ich heute gedacht, beim Thema Messe, sehr laut. Du bist den ganzen Tag hier sehr vielen Geräuschen ausgesetzt. Da bring ich dir doch mal was Leises mit. Wo ich dir recht gebe, hier auf der Messe hört man ihn gar nicht. Genau. Ja, also es ist so laut hier, dass man den gar nicht hört. Wir haben also einen Schlagschrauber, der leise ist, aber wie macht ihr das eigentlich? Genau, wir haben hier im Vergleich zum klassischen Schlagschrauber ein in Öl gelagertes Schlagwerk, das praktisch dann die Schläge abdämpft, wodurch weniger Vibrationen und Geräuschentwicklungen entstehen. Das heißt, ich muss mir das so vorstellen, ich habe quasi noch ein klassisches Schlagwerk, so wie man das kennt, aber da ist Öl drin, genau. Was das Geräusch etwas dämpft, aber trotzdem noch ermöglicht, dass der Schlag da ist. Korrekt. Alles klar. Wie viele Newtonmeter haben wir denn hier? Bei dem neuen haben wir 113 Newtonmeter. Wir haben hier 3 verschiedene Gänge. Einmal 1100 im ersten Gang, 1200 im zweiten und 3200 Umdrehungen im dritten Gang. Aber wenn du jetzt sagst, wie viel? 113 Newtonmeter? Korrekt. Bei 113 Newtonmeter werden viele sagen, warte, ein Schlagschrauber, ich möchte doch meine 8 Millionen Newtonmeter haben. Brauche ich so viel Kraft eigentlich? Bei dem Modell nein, ganz klar, weil hier liegt der Fokus wirklich auf leises Arbeiten mit geringeren Vibrationen. Ja, das heißt also, der ist nicht dafür da, um jetzt vom LKW die Reifen runterzuziehen. Weil wir sind in Deutschland, Schlagschrauber, viele denken so, warte mal, Reifenwechsel. Nee, das ist dafür da, um auch sowas hier zu machen, also um Schrauben hier reinzuschrauben, ja, um gerade im Bereich Holzbau, da ist ja eigentlich zu finden. Gerade, ihr kommt ja sehr stark aus dem amerikanischen Bereich, da sind super viele mit Schlagschrauber unterwegs, ja, ganz klar. Hat ja auch einen Vorteil, ich habe keinen Kickback, ich kann ganz in Ruhe das runterführen. Wir zeigen euch das auch gleich nochmal, aber genau dafür ist er da und da brauchen wir halt eine 100 Newtonmeter. Genau, absolut. Und vor allen Dingen hier wirklich Fokus mit kompakter Größe, 110 mm Länge, 63 mm Breite, auch in beengten Bereichen. Also klassisch Holz, Metallbau und überall einfach dort, wo geringer Geräuschpegel vonnöten ist. Wir müssen uns das Gerät mal anschauen. Wir haben ein extrem kompaktes Gerät. Wir nehmen jetzt mal zum Beispiel den FID 3, einen klassischen Schlagschrauber, ja, halten den mal drauf und sehen, ja, der ist noch mal kürzer, also schon auch irre kurz. Wie lang ist der jetzt hier? Der neue ist jetzt 110 mm. Also 110 mm ist schon wirklich, wirklich klein. Ich glaube, viel kleiner geht es gar nicht, weil wir haben den Motor, ein bisschen Lüftung und dann ist auch schon vorne raus. Ja? Dann ist schon vorbei, ja. Ja, also schon irre. Wenn wir uns das anschauen, wir haben hier unten ein Bedieninterface, wo wir sagen können, Stufe 1, 2, 3. Korrekt. Und mehr ist es eigentlich gar nicht. Genau. Ja? Wir haben noch eine Leuchte, aber mehr brauchen wir im Schlagschrauber auch gar nicht, außer ein schönes, kompaktes, leichtes Gerät und das haben wir hier wirklich. Im Grunde ist der Akku fast schon tiefer als das Gerät selber. Genau, absolut. Die wichtige Frage für mich wäre, okay, was sind aber jetzt die Nachteile von dem Gerät? Er ist jetzt leiser, also ist er nur halb so schnell, ist er jetzt viel langsamer oder wie muss ich mir das vorstellen? Nachteile würde ich jetzt erstmal als gar keine betiteln, weil wir haben hier wirklich einen Schlagschrauber, der sowohl leistungsstark ist, komfortabel und auch leise. Ja, aber warte mal, wir haben hier 200 Newtonmeter, hier 100 Newtonmeter, grob, ja, da muss der doch schneller sein. Natürlich, grundsätzlich definitiv einen Ticken schneller, aber für die Aufgaben, die dieser Schlagschrauber erledigen soll, reicht die Anzahl an Newtonmeter und Drehmoment absolut aus. Aber wenn du sagst, er ist ein Ticken schneller, das messen wir mal nach. Mensch, du hast ja gelogen. Ja, du hast gesagt, er ist langsamer. Ja, immer. Also es war vielleicht so, dass ich eine halbe Sekunde früher oder eine Viertelsekunde früher gestartet habe oder du, aber ich habe jetzt keinen Unterschied gesehen. Ja, also es war irre schnell. Genau, absolut. Technische Daten täuschen manchmal ja doch ein wenig, ne? Deshalb haben wir den Praxistest hier einmal vollzogen, um wirklich zu zeigen, für die Anwendung, die wir hier vorhaben, absolut geeignetes Gerät, plus den Benefits, die wir noch aufgezählt haben, also wirklich top. Also wir haben ja gesehen, die erste Zeit war es ja so, dass es nur die Geschwindigkeit gezählt hat. Ja? Wir sind ja relativ identisch in der Geschwindigkeit und erst wenn es beim Schlagen geht, wäre er ein Tick langsamer. Und das Gerät ist ja nicht dafür gedacht, um 2 Meter lange Schrauben reinzuschrauben, sondern um normale Schrauben, wobei da gehen auch schon ordentlich lange Schrauben mit rein, ja. Absolut. Und kann das in Serie, ohne dass man eine Klinge im Ohr bekommt, dann entsprechend schrauben. So, hier haben wir jetzt eure neuen Bits. Was ist darin anders? Genau, also ist jetzt praktisch unsere neue Shockwave-Generation. Hier einfach mal als Hintergrund, warum eine neue Shockwave-Generation?
Schlagschrauber werden immer leistungsstärker, dementsprechend muss der Bit auch mitziehen. Ne? Mal zum Vergleich, vor zig Jahren hatten wir noch einen Schlagschrauber mit 158 Newtonmeter und 2200 Umdrehungen. Hier haben wir gerade den FID3 mal gesehen, 226 Newtonmeter und deutlich mehr Umdrehungen. Also hier war dann die logische Konsequenz, dass wir hier auch neue Bits auf den Markt bringen, die halt diesen neuen Kräften auch gerecht werden. Ja. Konkret erkennt man jetzt die neuen Bits hier an dieser weißen Markierung, also ganz gut ersichtlich. Neuheit ist jetzt praktisch, wir haben Fokusbereiche gelegt, hier 3 Stück, einmal eine lasergeschliffene Bitspitze, wirklich für eine optimale Passform innerhalb der Schraube, da wackelt und ruckelt einfach mal gar nichts. So, dann haben wir unsere patentierte WearGuard-Technologie, heißt, die Passform bleibt von der ersten Schraube bis zur letzten Schraube gleichbleibend. Und dann noch das Thema Schockzone. Das heißt, wir absorbieren hier die Kräfte des Schlagschraubers praktisch innerhalb der Schockzone, um dann jeweils optimal auch damit arbeiten zu können. Bei uns heißt das Ganze ja wie immer Perfect Match. Genau, also im Endeffekt die eigentliche Anwendung am Ende ist nur so gut wie das Zusammenspiel aus Tool und auch passendem Zubehör. Absolut. Ihr braucht gute Bits, also wirklich kauft euch so ein Set mal und ihr werdet den Unterschied merken, kann ich nur bestätigen. Ich arbeite seit Ewigkeit mit Milwaukee Bits, muss ich sagen, sowohl mit normalen als auch mit Shockwave, ja, also mit Schlagschrauber geeigneten Bits. Genau. Das macht richtig Spaß. Also absolut. Kann ich nur sagen, sind super langlebig. Also das ist auch schon ewig und wenn die noch langlebiger sind, ja, das kannst du noch besser sein. Vor allen Dingen für jeden Anwendungsfall hier eine passende Variante dabei, auch verschiedene Größe von 25 bis 150 mm. Wenn ihr einen guten Bit habt, dann muss der gute Bit auch irgendwie festgehalten werden. Ja? Und da gibt es einen neuen Bithalter von euch. Was kann der und was ist daran anders? Genau, der hat jetzt hier grundsätzlich die Funktion, dass wir einfach längere Schrauben vorne einfach entspannt aufsetzen können. Wir schieben das Ganze vor, haben hier im äußeren Bereich praktisch einen Magnet, der die Schraube optimal hält und sind jetzt hier in der Lage, auf Leitern oder generell Arbeiten in der Höhe optimal das Ganze zu verwenden, ohne dass uns die Schraube hier im Endeffekt runterfällt. Also man sieht das, glaube ich, ganz gut. Wir haben jetzt hier den Bereich, können den Bit einsetzen. So, du ziehst es mal hoch, zack, einfach raus. Hier ist auch Magnethalter drin, Bit wieder rein. Ich kann ihn ansetzen nach oben, so. Jetzt kann ich, je nachdem, wie die Schraube gearbeitet ist, das bisschen weiter, ein bisschen weniger rausfahren und schon hält es. Perfekt. Absolut. Und wenn es mal etwas mehr sein soll, haben wir genau das hier, nochmal Steckschlüssel. Wozu brauche ich die? Und vor allem, die sind richtig lang, ja? Ja, absolut. 150 mm, 3 verschiedene Abmessungen, 8, 10 und 13 mm Durchmesser. Gerade in tiefer liegenden Bereiche, wo ich dann doch mal eindippen muss, ideal dafür geeignet. Eine Sache muss ich sagen, bei Milwaukee und Zubehör, ihr müsst euch das wirklich mal anschauen, weil euer Zubehörbereich ist riesig. Also kann ich sagen, groß und wirklich riesig. Da findet jeder das Zubehör, was er braucht. Also es ist ja so, wenn wir jetzt uns die Bits angeguckt haben, oder, auch das habt ihr in verschiedenen Größen, Breiten, also es ist Wahnsinn. Schaut euch das unbedingt an. Und ihr habt jetzt gesehen, wenn ihr mal einen wirklich leisen Schlagschrauber braucht, um endlich mal mit euren Schrauben klarzukommen und sehr entspannt zu schrauben, ja, dann ist das wahrscheinlich genau der richtige für euch. Max, vielen Dank fürs Zeigen. Ja. Ihr habt gesehen, hier ist ein Schlagschrauber, der mal was ganz anderes kann, nämlich mal leise sein und trotzdem noch eine Menge Kraft haben. Soll ich das Ganze mal testen? Soll ich das Ganze mal gegen einen anderen Hersteller testen? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Und solange ran ans Werkzeug und bis zum nächsten Mal.